So, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und der nächste Kandidat ist der Maybach 57 von AutoArt. Wenn ihr euch fragt, was ist der Unterschied zwischen 57 und Maybach 62, ist die Größe halt. Ne? Der 62er ist noch mal ein bisschen größer, der hat hinter längere Türen und er hat größeren Innenraum und generell größer. Und dann gibt es ja noch diese Löwenhardt-Version noch mit den schönen, coolen Felgen. Der hat jetzt diese Standard-Maybach-Felgen, die auch schon ganz krass sind. Das ist ja so ein aufpoliertes Stahl oder Alu, keine Ahnung, was das ist beim echten Auto. Und ja, so ist es. AutoArt typisch geht hier alles auf. Türen, Motorhaube, Kofferraumdeckel gehen alles auf. Zack, zack, zack. Diese Maybachs hatten damals ein richtig großes Problem. Nämlich labile Achsen und die labile Stoßstangen und labile Spiegel. Die sind reihenweise. Damals habe ich 40 Stück auf einmal gekauft von diesen Maybachs. Alle mit dem gleichen Defekt. Alle hatten kaputte Achsen gehabt oder kaputte Stoßstangen gehabt. So, hier, der hat ganze Stoßstange. Dazu kommen auch gleich mehr. Die Stoßstangen sind nämlich sehr knifflig. Sehr, sehr knifflig. Generell das ganze Modellauto zu zerlegen und wieder zusammenzubauen ist sehr schwer. Das ist wirklich Arbeit. Das ist richtig Arbeit. Preislich ist dieses Modell stark steigend. Wobei der 62er und der Löwenhardt da deutlich wertvoller sind. Der normale 57er, hier, dieser hier, der bewegt sich so um die 100 Euro, mal mehr, mal weniger, wie je nachdem, wie ihr Glück und so alles, wie das Wetter draußen ist und so weiter. So, unter den Kappen hier, unter diesen Kappen, befinden sich die Schrauben. Da kommt schon. Will natürlich nicht abgehen. Machen wir jetzt aber. Muss abgehen. Kamera läuft. Mein Gott. Da. Eine Schraube, zwei Schrauben. Ja, die Stoßstangen sind echt labil. Das ist richtig Mist mit den Stoßstangen. Das werdet ihr auch gleich sehen. Die nämlich abzubauen gleich ist wirklich 50-50 Glückschance. Macht echt keinen Spaß, sage ich euch jetzt schon. Ich habe schon ganz viele Maybachs zerlegt und die Stoßstangen waren immer endgegnermäßig. War hier im Schweller oder wo war er? Guck mal, hier ist schon ewig. Oh, eine Felge. Schon ewig her, dass ich mal eins zerlegt habe. Obwohl ich schon viele zerlegt habe, müsste ich eigentlich wissen, wo sich die Schrauben verstecken. Aber inzwischen habe ich, ja, unter den Felgen war ja klar. Gerade bei so einem Modellauto mit labilen Achsen verstecken sich die Schrauben unter den Rädern. Hui! Konfetti, was war das eigentlich? Die Stoßstange hinten, Lecco mio! Ist mir die echt jetzt abgebrochen? Ja. Das weiß ich. Einen Moment nicht aufgepasst und so zertrümmere ich schon die Stoßstange hinten. Aber wie gesagt, das Problem ist bei der Stoßstange hinten, ist nicht nur, dass sie labil ist, sondern die ist auch hier an der Karosserie festgeklebt. Und das ist wirklich scheiße. Wirklich scheiße. Also ganz selten, dass ich mal die Stoßstange intakt ausgebaut bekomme. Seht ihr, schon bricht schon wieder ein Stück ab. Schon wieder ein Stück abgebrochen. Ja, die haben zu viel Kleber drauf getan. Zu viel Kleber. Und man merkt das auch richtig, ne? Vorne genauso. Hauchdünne Kunststoffe und zu viel Kleber. Das ist eine verdammt blöde Kombination.
Noch eine Schraube. War schon ewig hier, dass ich einen zerlegt habe. Ich glaube, das letzte Mal habe ich einen 62er zerlegt. Schöner Motor, ne? Da hat sich Autoart Mühe gegeben. Aber die Stoßstange, meine Fresse. Ja, und damals habe ich so viele von denen bekommen, als das Modell noch aktuell war. Und ich glaube, da waren hunderte, ohne Scheiß, hunderte Autoart Maybach Modelle defekt hier angekommen in Europa, ne? Hunderte. Alle mit dem gleichen Defekt. Kaputte Achsen, kaputte Stoßstangen. Und ja, ist das nochmal. Bei einigen auch kaputter Unterboden, das weiß ich auch noch. Ja, da hat sich Autoart keinen riesen Gefallen damals getan mit dem Modell. Geil, ja, aber schlecht. Was heißt schlecht? Das Modell ist an sich ja, ist ja gut geworden, aber die Überfahrt aus China haben halt gesagt, viele Modelle halt nicht überlebt, ne? Ich will mal gerne mal wissen, wie viele Modelle die Produktion in China schon gar nicht überlebt haben. Boah, hier ist auch alles schon Fratze. Hauchdünner Kunststoff. Ja, zerbricht schon in 1000 Teile. Ja, keine Chance, das lebendig rauszubekommen hier noch. Zerbröselt so unter meinen Fingern weg. Das meine ich. Hauchdünner Kunststoff. Guck mal, wie dünn das ist. Das ist nix. Das ist das Problem. Die hintere Stoßstange habe ich noch einigermaßen noch rausbekommen, ne? Aber die vordere. Das ist das Problem an dem Modell. Ich habe vor kurzem noch einen bekommen, der steht sogar noch oben. Und da ist das gleiche Spiel auch. Auch Stoßstange kaputt, Achse kaputt. Aber eine geile Innenausstattung. Gurte, Teppich, alles drin, ne? Cool wäre es ja noch gewesen, wenn man die Mittelarmlehne öffnen könnte und irgendwie sowas. Das wäre noch richtig Maybach-Style, aber gut. Mit Monitoren hinten drauf, alles Wurzelholz, Navi. Schon ein geiler Scheiß, ne? Schönes Armaturenbrett, auch schon mit Maybach-Emblem. Schönes Modell. Schönes Modell, aber sehr labil. Und die es intakt überlebt haben, oh, hier fehlt das Maybach-Emblem. Die es intakt überlebt haben, sind natürlich jetzt teuer, ne? Wen überrascht's, wenn davor hunderte flöten gegangen sind, ne? So. Jetzt aufpassen, dass ich die Windschutzscheibe nicht auch noch zerdeppert. Mir fehlen schon die Worte. Ja, das ist das 4. Modell von heute. Schon voll viel gelabert. Jetzt wird es langsam fusselig beim Reden.
Puh. Fummelig, 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 aber geschafft. Aber die Scheibe, die Stoßstange vorne, guck mal, hier geklebt, hier geklebt, hier geklebt, hier geklebt und hier geklebt. Und dann hauchdünn. Mich ärgert das gerade ein bisschen mit der Stoßstange hinten. Hätte ich ein bisschen besser aufgepasst, wäre mir das nicht passiert. Aber gut. Hab ja noch ein Maybach hinten rumstehen. Ich glaube sogar noch zwei. Aber da kommt man jetzt so schwer dran, ne? So. Ich liebe auch dieses B-Color, ne? Dieses hellblau, oder das blau matt mit dem dunkelblau, ey. Sehr schön. Seht ihr? Zweifarbig, das ist ein anderes Blau wie das andere. So. Wir nähern uns auch schon dem Ende. Schon, nach 12 Minuten. Da muss gedremelt werden. Allein schon für das Schiebedach. Komm weg, Scheibe. Machen wir kein Drama jetzt hier. Ach, geht doch. Geschafft. Maybacher Autoart halbwegs erfolgreich zerlegt, ey. Halbwegs. Wirklich halbwegs. Ach, die Schwelle habe ich noch vergessen. Ein Stück Stoßstange noch gefunden. Ja, oh, schön, ne? Steht auch schön Maybach drauf. Das ist, glaube ich, gar nicht die Schweller, sondern die Einstiegsleiste ist das. So, das war es jetzt aber auch. Kein Bock mehr. Das war der letzte vom Schlachtnacht. Gleich kommt das Schlachtfest. Ja, wie ihr gesehen habt, passt bitte auf die Stoßstangen auf. Sehr labil, sehr dünnes Kunststoff mit viel Kleber.
Das ist Frustfaktor 10, sage ich euch jetzt schon mal. Labile Achsen hat das Modell auch noch und labile Spiegel hat es auch. Also das Ding wimmelt eigentlich vom Problem. Also passt gut auf, wenn ihr den kauft, dass diese Mängel definitiv nicht vorhanden sind. Ne? Ansonsten wird das ein teurer Spaß, weil die Teile sind nicht günstig für dieses Modell. Ne? Mhm. So, danke fürs Zugucken. Das war's mit dem Schlachtnacht. Und freut euch auf die Schlachtfest gleich und ja, bis demnächst.